Fahrt in das über Jahrhunderte lange Grenzgebiet zwischen Venezianità und Habsburg, nach Sveti Lovrec, San Lorenzo del Pasenatico, einst eine der wichtigsten Festungen Venedigs gegen Habsburg. Heute ein sympathisch verschlafener Ort, dessen pittoreske Gassen mit ihren konzentrischen Kreisen die topografische Struktur einer prähistorischen Wallburg erkennen lassen und eine mehr als 2000-jährige Siedlungskontinuität kennen. Wie tief die Penetration dieser Kulturlandschaft mit venezianischer Kodierung war, zeigt sich auf der kleinen Piazza, wo sich an die Basilika San Martin eine elegante Loggia anschmiegt, gleichsam das Symbol venezianisch-patrizischer Selbstverwaltung, das nur wenige Kilometer weiter östlich im habsburgischen Territorium unbekannt war. Ein Spaziergang entlang der Wehrmauern, der Häuser und Paläste, die mit Wappen der Grimani und anderer venezianischer Patrizierfamilien geziert sind und davon zeugen, welch strategische Bedeutung dieser Militärbezirk für die Serenissima hatte. Die Basilika San Martin zählt zu den ältesten Kirchen in Istrien. Sie stammt aus dem 10. Jahrhundert und weist die klassische basilikale Struktur auf, das spätantike Erbe der Mediterranee. Nach diesen Feindrehungen in den kulturellen Kodierungen der Landschaft Weiterfahrt vorbei am Limski-Fjord, der zu den markanten topografischen Akzenten der Halbinsel gehört und sich bis in das Inselinnere zieht, in das fruchtbare, von sattem Grün und erdigem Rot geprägte südliche Istrien. Es folgen Gaumenfreuden, die die fruchtbare Erde und das reiche Mikroklima Istriens reflektieren. Besuch der Hacienda Schiavolon in Vodnja, wo das junge, dynamische Team von Teddy und Sandy Schiavolon mit fundiertem Wissen die jahrtausendealte Olivenöltradition der Landschaft mit bewundernswerter Hingabe und großem Einsatz zu höchster Qualität neu aufleben lässt. Our story started around 20 years ago when my younger brother Sandy planted his first 100 trees. Sandy was just 13 when he planted his first 100 trees. So today, after 20 years, we have 7,500 trees in our production. We control the production of around 4,000 trees of our neighbors. We export in, now it's 14 countries. For 2 times we were inserted in the top 15 producers of the world by Flossolet. So all this happened in only 20 years. Today all the families working in agriculture, we have also a lot of workers now that are not part of the family here. And I like to say that my younger brother changed the lifestyle of complete family. Io tu che ververi no poc fort de tire fi no poc fort de tire fi armonica scutu dell'orgo se ovde nu știu ce ra fi se m'era morta privari se m'era morta privari Green, I don't think about the color of the skin outside because some of our varieties are completely black outside in October, but I think about the meat inside though. So when the meat starts changing the color from green, black, brown and then black, we have the oxygenation inside, and this is not a good sign for having a top quality product. Se m'era morta privari, se m'era morta privari, oh,
last enemy of olive oil is the temperature, both the low and the high temperature. After 27 degrees starts the evaporation of the olive oil, and the olive oil starts losing the best elements. One of the most important elements in olive oil, something that we call the heart or the soul of the olive oil, are the polyphenols. Polyphenols are powerful antioxidants from which we receive all the smells and all the taste in olive oil, so very important for the gastronomical side of the oil. At the same time, they are acting in our blood like, I don't know if you remember the very old computer game, the Pac-Man. It's cleaning our blood from the bad cholesterol, because the polyphenols are the part of the HDL cholesterol, the good cholesterol, which is fighting all the time in our blood the bad cholesterol, the LDL cholesterol, practically a natural cleaner of our blood system. So for this reason, for controlling polyphenols, we control all the time oxygen, we control light, but we have to control temperature. The best temperature range at your home, it's, let me say, from 18 to 26. So normal, let me say, normal room temperature. You can keep the oil at 30, 35, if it's closed, nothing will happen, but not in the fridge. In the fridge, start the crystallization. With the crystallization, you will lose the quality of olive oil in 1 hour, like 1 year. So keep away from the fridge. Just to understand. Now, before we start with the tasting, I just want to share one information with you that I read recently in one book. It's a book written by a German guy. His name is Tom Müller, and he was mainly journalist of New York Times for many years. He made a huge research about olive oil for more than 10 years in this Mediterranean area, and his focus was fake in the past and how it's fake today. After 10 years of researching, he published a book with the name Extra Virginity. and after this book was published, it was a huge debate in Italian parliament for 3 days, because he's telling a lot of names of people in this book, a lot of names of producers, so a lot of information. 80% of olive oil sale today on the market is fake. It's not olive oil. That's what my father as well says. Second, he said that 70% of the biggest names that you all know from supermarket shelves, so names like Bertolli, Monini, Carap, all these big brands from Italy, Spain or Greece are owned by one company from Spain, which is crazy. Unfortunately, the unique way to be sure that an olive oil is really a good one, a honest one, is not to trust to any producers, so don't trust me. Don't trust to any label. All the labels says the same. You have to trust just to yourself. You have to smell and taste the oil to be sure that it's a really a good, honest one. So my main goal is today to teach you how to recognize a good, honest oil. I will show you the technique, how we make this, and then you can keep doing this at your home. So we have the oil here. Like cognac. Just take the oil in the hand, close the glass like this, and then start heating the glass. Then I will explain you what to do after. Einführung in die verschiedenen Ölbaumkulturen Istriens, gefolgt von Öldegustation. The best quality oils on the market, by regulation, by law, are signed with extra virgin. So extra virgin for you means this is the best that you can find on the market. But unfortunately, when we are going in the supermarkets, what we can find? Just and only extra virgin. So every bottle says the same, extra virgin, blah, blah, blah. Now the catch stays in one very bad regulation that says to us producer that after harvesting, so now in this period, and before putting the oil on the market, we have to make a very small, very easy chemical analysis of the oil to prove to the lawmaker just two things. We have to prove that the free fatty acids inside the oil are under 0.8%, and we have to prove that the peroxide number, so the number we say as how old or how oxygenated is the oil, this number must be under 20. So when we made the test of this oil last year, for example, we found that the
free fatty acids were 0,12. So 6.5 times less than the law is required. Seine Säurewerte sind 0,12. Also nicht 0,8, sondern 0,12. Ein Sechstel von dem, was erlaubt ist. And the peroxide number even worse. The peroxide number of this oil last year was 1. So what does these numbers mean? It means that this range is so wide. Today it's impossible to produce an olive oil that is not extra virgin. Everything is extra virgin. So you have to make really big troubles in production to say this oil is not extra virgin, it's just virgin. So this is just crazy. During the heat, I will explain you what we're gonna taste today. This olive oil that we're gonna taste, it's Anabasis. It's our main blend. It's a blend made from 5 different varieties of olives. We have other 4 blends in our shop. You can taste after other blends. You have to do a very simple test. Just a small quantity of olive oil and make like this. With this test, you have to find bitterness here, then here spicy. So spicy and so bitter that sometimes you will cough, sometimes you will have some tears on your eyes. I hope with this not, but this is not bad, and I will tell you why. So when you use olive oil in the food, so when you put olive oil in the food, you will never find spicy and bitter. The spicy and bitter on the food are changing into aroma, are giving different taste to the food. So now let's start. Let's see if you will taste this with 1 year oil. Also, you. Oh, this is very important. And this is very light. No, this is very light. Feel on the nose, in the mouth, the taste of the olive. Green, fruity, spicy, and bitter. You can be sure that you have a good olive oil in your hand. And from today, I'm sure that nobody will cheat you. From today, you are small taste of olive oil. Das Staccato aus lebensbereichernden kulturhistorischen Diskursen und Gaumenfreuden erfährt hierauf ein Crescendo Istriano in einem weltvergessenen, dafür aber bemerkenswerten Kleinod, das vom Geist der Renaissance geprägt ist. Svetvincenat, San Vincenti. Kurzer Spaziergang über die von Castello, Palazzo, Kirche und von Bürgerhäusern eingerahmte Piazza. Bis in die letzten Ritzen ihres Territoriums. Zuerst machen sie alles gotisch und dann machen sie alles Renaissance. Und dann kommt das Barock mit dem Baldassare Longhena und alles wird barockisiert. Die Piazza, die eine überraschende Renaissancebühne darstellt, die im nur wenige Kilometer angrenzenden habsburgischen Istrien undenkbar gewesen wäre, hier indes mit venezianischer Selbstverständlichkeit von der Patrizierfamilie Grimani gestiftet wurde. Dieser erneuten Differenzierung der unterschiedlichen Kodierungen in den istrischen Kulturlandschaften Fahrt nach Chmin, Cimino, das wiederum mit authentischen Gaumenfreuden verführt. Besuch der Käserei Latus, deren charaktervolle, kräftige Ziegen- und Schafkäse die fruchtbare Erde, das markante Mikroklima und die Würze der Luft Zentralistriens widerspiegeln.
alle, in unserer Tradition isst man sehr viel jungen Käse am Äste mit Olivenöl oder am Grill ab und zu oder mit einem sehr guten Glas Wein. Das ist eine kleine Käse in Getreide. Warum ist er kleine und warum ist er in Getreide? So am Äste, Sie müssen wissen, dass in Historie wir haben eine traditionelle Kuh und diese Kuh ist Boschkarin. Diese Kuh haben sehr wenig Milch. So von 2 Kuh, alles was können wir haben, ist so eine kleine Käse. Warum essen wir in Istrien eine Leitkäse? Hier können wir sagen, wir haben alten Käse, aber das ist eine typische istrienische Käse. Und diese Käse, wir essen wir mit Schinken. Wegen das, diese Käse muss leicht sein. Schinken ist sehr salzig, mit Pfeffer und alle Seiten. Und wegen das ist typisch in Istrien, man isst istrianische Käse, essen wir auch neben istrianische Schinken. Das ist unsere Tradition. Man haben Festen, Geburtstag, wann gehen wir in ein Restaurant und essen wir. Sie wissen, dass wir essen so gleich wie Italiener. Erste, zweite und dritte. Am ersten muss immer sein Schinken mit ein bisschen Käse und zweite ist Suppe und dritte ist etwas ganz anderes, Fleisch, Kartoffel und so. Aber immer am ersten ist Käse und Schinken. Käse in kroatischer Sprache ist Sir. Sir. Das ist gemischte Käse. Das ist Kuhmilch und Schafmilch. Die Schafmilch ist unsere typische istrianische Schaf. Die Milch in Sommerzeit oder die Milch jetzt in Winterzeit ist eine ganz andere Milch. Wir sind etwas typischer, unsere Käserei Latus. Warum wir sind so typisch? Weil wir haben nur Milch vom Istrien. So diese Herben hier sind etwas ganz anderes. So die Käse in Sommerzeit oder in Winterzeit sind immer etwas ganz anderes. Wir haben Käse, was sind nicht Kopie. Unsere Käse sind original, eine bei einem. So, diese Käse sind hausgemachte Käse. Wir machen alle mit Händen. Diese Käse hat so viele Lieben drinnen. Wenn man bedenkt, wo die Hände vorher waren. Ja, so viele. Stilgerecht wird die Verkostung vom hochgeschätzten Prosciutto der Prosciuttana Jelenic begleitet, der wegen seiner wunderbaren Aromen und feinen Morbidität bei vielen Wettbewerben internationale Anerkennung erfährt. Dankeschön. Ja. Nein. 1999 haben sie alles umgebaut, modernisiert, sodass man die 300 Jahre dem Haus nicht mehr ansieht und haben mit dem Prosciutto begonnen. Am Anfang waren 108 Schinken, jetzt sind es 1000 drin. Okay, oben haben sie jetzt gerade frisch Schinken eingesalzt, da darf man in Straßenschule drauf, das ist verboten. Aber unten wird genauso getrocknet. Ah, der Bruder! Servus! Das ist der Ingenieur des Fleisches. Der macht so das Salzen, das Vorbereiten, das Aufbereiten. Und er ist nun zuständig für die ganzen Reifungsprozesse. Ja?
Non so, facciamo magari dopo la prossima volta saremo noi. Okay. Sì, anche a noi. Ciao, grazie. Ciao, Max. Hierauf beschwingte Weiterfahrt durch die sympathischen Hügelwelten nach Novigrad, das als Città Nova unter den Venezianern eine bedeutende Rolle im Lotsenverkehr nach Venedig spielte und der wichtigste Hafen für das Holz Istriens war, welches in das Arsenal von Venedig verschifft wurde. Wer hört, hört, wer nicht hört, hört nicht. In Ibulu hat man den besterhaltenen Mandracchio. Spaziergang durch die Altstadt zum Mandrazio, einem Musterbeispiel eines mittelalterlichen venezianischen Hafens, der einst die Schifffahrt in der Mediterranee bestimmte. Hier wurden sie auf spezielle Schiffe verladen, die von hier quer über die Adria drüber nach Venedig segeln. Man konnte zu dieser Zeit damals Weizen über einen Radius von 70 Kilometern nicht mehr profitieren. Oi Maria, my lipo di te masato, bon mi my serce gine my oi Maria, chassi moyai. Die kulturhistorischen Horizonte erfahren danach im Lapidarium einen weiteren Akzent. Stückchen. Dobar dan. Drago mi je da vas vidimo opet ovdje. Alles Dobar gut? dan. Ja, Ja, alles ja, gut. sehr gut. Ich mache schnell die Führung, ja? Ja. Das ist jetzt Slawonien, ja? Vukovar. It's the biggest museum in Croatia. Not Vukovar, but the museum of Vukovar. And nearby it's Vučedol, the biggest archaeological site of one civilization, 3,000 years before Christ. I'm so glad that he's here again and always bringing new people. Besichtigung der karolingischen Steinfragmente, die vom folgenschweren Konflikt zwischen lateinischem und orientalischem Christentum zeugen und an die istrische Mark Karls des Großen erinnern, als die karolingische Heeresmacht Byzanz verdrängte und für eine nachhaltige Neukodierung der Balkanküsten sorgte. Die schönste Transenne ist hier, sagt. Das ist innen und da ist außen. Das ist ein wunderbarer Rosé. Also, wie man auf die Idee kommen kann, aus dem Refosco einen Rosé zu machen, ist schon mal grandios. Weil die meisten Rosés werden gemacht aus Merlot, aus Pinot Noir oder Cabernet Franc. Das ist die gängige Rosé-Basis. Der von vielen Eindrücken erfüllte Tag führt konsequenterweise in ein weiteres Staccato der Gaumenfreuden. This is a very important discourse which we had now here, because you see here now the rosé made just of Terrano, and you know inside there are the yeast, yeah, the yeast and the sugar, they are working, and that's what makes the bubbles.
Yes, but this is only 3 weeks, this fermentation. After 3 weeks, must be in the bottle 24 months. more time, yes, because the CO2 go into the wine better and is more connected, and the bubbles are more thin and more small. And if you make very quick, very fast this in 3 weeks, the bubbles will be like mineral water. Not good. Ci saranno, ma saranno troppo. The bubbles must be fine Yes. and long lasting. Yes. Like And we you may can now. stop. We must turn the bottles 3 weeks every second day, and after 3 weeks, the yeast goes into the cork, into the bottle. And after we put away à la volée, without acing. And then? Das Präludium dazu findet in der unweit gelegenen Cantina Veralda statt, die mit ihrem pointierten Rosé, dem zart fruchtigen Malvasia, einem grandiosen Orangewein und einem von komplexen Bouquet charakterisierten Istriano international Furore gemacht hat. The Malvasia is already inside. Yes. Because first they make the vintage with the white wines, they've already done it. And part of rosé for making the sparkling. The most is already Here. inside. Io aștept tu che ververi un poc fort de tire fi, un poc fort de tire fi, armonica scutu dell'orco se vuole. So the cuvée San Giovanni, made from Terrano and Cabernet Sauvignon. This cuvée goes as a ready cuvée into the barrique. This is a sexy cuvée. I mean, in terms of combination. Yeah, you won't find that. And if you're an experienced drinker, you are searching for the orchideas, not for the mass of flowers. Yes. Weindegustation und Einführung in die Weintraditionen Istriens. Der Rosé auf der Basis von Refosco, Terrano. Danach mündet der Reigen der Genüsse in einem kulinarischen Divertimento mit raffinierter Speisenfolge bei Anna und Marco Morgan, waren Meistern kreativer istrischer Kochkunst. Die besten Weine trinken, shoppen, die Reise, sie ist nicht zu toppen. Drum lasst uns froh das Glas erheben. Herr Dr. Rothaus möge leben. Vielen Dank für Ihre große Geduld. Ich weiß nicht, wie viele Evangelische unter uns in diesem Club sind. Jetzt heute habe ich gehört, ein neues Adjektiv, erhaben. Der erhabene Kreis. Ja. Ich weiß nicht, wie viele von uns Lutheraner sind, aber schauen Sie, so sind bei uns die Bischöfe.